Heute Abend gehen wir zu McDonald's. Das ist ja nicht möglich. Pater Benno, was hat dich inspiriert, in den Franziskanerorden einzutreten? Da muss man zwei Schritte sehen. Das erste, dass ich Priester werden wollte. Und das zweite dann Franziskaner. Nach einem Exerzitienkurs bei einem faszinierenden Priester, dem Pater Laurentius Hora, habe ich mich entschlossen, in einen Orden einzutreten. Bin dann zu meinem Kaplan gegangen und habe gesagt, ich möchte in den Orden eintreten, aber ich weiß nicht in welchen. Und da hat er im Schamatismus nachgeschaut, ich darf das etwas nachspielen. Hat also geblättert und gesagt, Jesuiten, na, da bist du gescheit, bist nicht, da passt nicht dazu. Und dann hat er weiter, Franziskaner. Du, das ist was für dich. Ja, und so bin ich Franziskaner geworden. Also auf eine sehr unspektakuläre Weise. Pater Benno, wann bist du eingetreten? 1950. Also, ich bin ein schlechter Mathematiker. Also man könnte nachrechnen, dass ich schon einige Zeit bei den Franziskanern bin. Wie viele Jahre jetzt? Also, Moment jetzt, du fragst mich so schnell. Also 1950, also 71 Jahre. 71 Jahre. 71 Jahre. Franziskaner. Franziskaner. Und wie alt bist du? Ich bin im 88. Lebensjahr. Pater Benno, während deinem Noviziat war das eine schwierige Zeit? Es war schon eine schwierige Zeit, weil die Heizung, also im Winter war es recht kalt, das Haus war kalt und da haben wir schon gefroren. Und natürlich war es für mich auch deswegen eine schwere Zeit, weil ich mir die Zeit schwerer gemacht habe. Ich habe also, glaube ich mal, viel, naja, nicht äußere Buße, ja schon Fasten und lange Gebete. Das hat dann auch zu einem kleinen Zusammenbruch geführt. Aber haben wir Gott sei Dank erholt, aber war noch lange Kopfschmerzen gehabt von diesem sagen wir, Übereifer, vor dem ich warnen möchte. Lieber Pater Benno, als ein junger Mitbruder, ich möchte dich fragen, was war deine schwerste Stunde deines Lebens? Es war nach einem Vortrag über das Thema Kommunismus und Religion. Ich habe mit einem jungen Kommunisten diskutiert, und zwar bis 1:30 in der Nacht. Es war eine heftige Diskussion, aber zum Schluss hat er mir entgegengeschleudert, die Naturwissenschaft ist bald so weit zu beweisen, dass es keinen Gott gibt. Ich konnte diesem Argument, er hat es dann auch noch ausgeführt, konnte ich nichts entgegen. Und damit hat die Diskussion abgebrochen. Aber die Nacht nachher, wie gesagt, wir haben bis 1:30 diskutiert, das war eine der schlimmsten Situationen meines Lebens, weil mir da wirklich zunächst einmal eine Welt zusammengebrochen ist. Aber die Geschichte geht Gott sei Dank weiter, sonst würde ich nicht hier sitzen. Lieber Pater Benno, bitte ein heiteres Erlebnis von deinem Leben. Ich war ja im Seminar und bin am Sonntag immer mit den jungen Leuten, haben wir eine kleine Wanderung gemacht. Wir sind eingekehrt in einem Gasthaus und ich habe zum Schluss gesagt, jetzt machen wir einen guten Eindruck, räumen wir alles schön weg und so weiter. Und wir sind dann völlig aufgebrochen. Auf einmal kommt ein Motorrad gefahren, bleibt stehen und fragt mich, Herr Pater, haben Sie nicht vergessen zu zahlen? Ich bin wie ein begossener Pudel natürlich zurückgekommen und gesagt, das war sicher nicht meine Absicht. Aber bei uns im Seminar ist dann zum geflügelten Wort geworden von den Buben, machen wir wieder einen guten Eindruck. Ein Mitbruder, der ein Spaßvogel war, der hat aus seinem Leben Folgendes erzählt. Der war in der Mission und es war das Fest des Heiligen Franziskus. Und in der Früh hat der Bischof eine Seelenmessen gefeiert, also schwarz. Und dann zum Mittagessen hat aber unser lieber
Bruder Oswald ihm eine ganz einfache Speise gemacht. Und der Bischof hat gesagt, es ist doch heute, ist doch Franziskus. Und darauf hat er gesagt, ja, so wie die Messe, so auch das Essen. So, er hat eine kleine Messe gefeiert und er hat wenig Essen bekommen. Ja. So wie die Messe, so die Suppe. Es ist ja schön, wenn man es in Spanisch sagt. Aha. Es ist Misa Mesa. Das ist Misa Mesa. Aber das kann ich nicht, leider nicht. Pater Benno, erzähl mir etwas über deine Kindheit. Ein markantes Beispiel hat meine Mutter überliefert. Sie hat mir einen Brief geschrieben zu meiner Primitz und da hat sie geschrieben, dass ich als etwa 4-jähriger Bub, wie ein Familientreffen war, dass ich da auf einen Sessel gestiegen bin und gesagt habe, seid jetzt alle mal still, jetzt möchte ich reden. Vielleicht ein Vorzeichen für meine spätere Tätigkeit als Prediger. Pater Benno, hast du auch den Krieg erlebt? Ich habe den Krieg erlebt, an das kann ich mich noch sehr gut erinnern. Und zwar, es war einer der ersten Bombenangriffe auf Wien. Wir sind im Keller gesessen und die Detonationen sind immer näher gekommen. Ich kann mich erinnern, die Lampe hat zu wackeln begonnen und wie ich da gebetet habe, dass wir nicht von Bomben getroffen werden. Die Detonationen sind immer näher gekommen, aber Gott sei Dank hat es uns nicht getroffen. Pater Benno, was ist dein Lieblingswienerisches Ausdruck? Geschlechte. Was bedeutet das? Geh weg, geh weg. Noch einmal? Geh weg. Auf Wienerisch? Schlechte. Als wir studiert haben, hat unser Provinzial damals ein altes Taxi geschenkt bekommen. Und wir haben ihn bezirzt, wie man so sagt, dass er uns nach Marienzersdorf führt. Er ist gefahren, aber schon bald ist er in ein anderes Auto hineingefahren. Und ich kann mich noch gut erinnern, wie der Betroffene vom anderen Auto zu ihm gesagt hat, Herrns, wenn Sie nicht Auto fahren können, dann setzt Ihnen auf einen Gasbock. Und wir sind dann natürlich betroppelt aus dem Auto ausgestiegen und wahrscheinlich mit den Öffis nach Marienzersdorf gefahren. Pater Benno, bist du glücklich? Das ist deswegen eine schwere Frage, weil glücklich, wenn so viel Unheil um uns ist, denken wir jetzt an die Katastrophe auch in Kroatien und die lauernde Gefahr der eben Corona und auch sonst viel Not, weil die Leute ja mit ihrer Not zu uns kommen. Also da kann man sagen, glücklich, ja, ich bin glücklich, ich bin irgendwie so zufrieden. Ich weiß, das ist der richtige Weg. Vielen Dank, Pater Benno. Bitte, gerne. Vor kurzem habe ich ein Video mit Pater Benno gedreht und ich habe ihn gefragt, Pater Benno, du bist ein Fußballfan. Welche ist deine Lieblingsmannschaft? Ja, das ist die Vienna. und das hat Vienna Club mitbekommen und sie haben uns besucht und sie haben einen Schal für Pater Benno gebracht. What a wonderful sign. Danke, liebe Vienna. Der hat uns auch zum Stadion eingeladen für ein Spiel. Sagen Sie Ihnen einen schönen Gruß vom kleinen Pater Benno. Das war eine geniale Begegnung mit Christoph from Vienna. Damals war Wien noch von den 4 Großmächten besetzt und wir haben im Juniorat einen Ausgang gehabt und sind also im Habit in der Prater Hauptallee gegangen und da hat ein Herr hat zu seiner Bekannten gesagt, ich glaube, das ist die neue Besatzungsmacht. Die 5. Die Franziskaner. Ja, die neue Besatzung. Ja. Pater Benno, hast du auch Blödsinn gemacht, als du ein Kind warst?
Natürlich haben wir viele Streiche gemacht. Ja, eins ist ja in guter Erinnerung, mein Freund und ich, wir haben Nikolaus gespielt. Damit also wir beide in Aktion kommen, habe ich mich auf seine Schultern gesetzt und drüber haben wir also ein weißes Leintuch gehabt und die Bischofsmütze und sind zu einem Mädchen gegangen, das bei uns in der Gasse gewohnt hat und haben Nikolaus gespielt. Aha. Das war ja. Aber jedenfalls, das hat Erfolg gehabt. Er hat sie nachher geheiratet, später. Pater Benno, weil du bist klein, hat jemand über dich geschimpft oder einfach, wie hast du das angenommen? Naja, natürlich ist es ein gewisser Mangel, wenn man nicht eine Normalgröße hat. Aber ja, das ist halt so. Ich habe das ins Leben mitbekommen und damit muss ich leben. Es hat auch einen Vorteil, man wird bewahrt vor Stolz, denn ich kann mir vorstellen, wenn ich ein schöner, großer, junger Mann gewesen wäre, dann wäre ich vielleicht Nein, das möchte ich nicht so sagen, dass ich nur deswegen, weil ich klein bin, Franziskaner geworden bin. Nein, das hat ganz andere Gründe. Aber ja, es hat auch den Vorteil, man tut sich mit der Demut etwas leichter. Unser Bruder Oswald war ein Spaßvogel und erst einmal aus dem Spital im Schlafrock ausgebüxt. Und da hat ihn die Polizei ergriffen und gefragt, wo er wohnt. Und darauf hat er gesagt, im Hotel zum Braunen Ärmel. Und die Polizisten haben verzweifelt gesucht, wo das Hotel des Braunen Ärmels ist. Und dann hat er es ihnen gesagt, das ist das Franziskanerkloster. Braunen Ärmel. Braunen Ärmel, jawohl, das Hotel zum Braunen Ärmel. So, wir leben im Hotel? Zum Braunen Ärmel, jawohl. Ja. Das ist gut. Pater Benno, wer ist dein Lieblingsheiliger? Mein Lieblingsheiliger ist der heilige Maximilian Maria Kolbe, weil er für die Massenmedien oder weil er mit den Massenmedien Jesus Christus verkünden wollte. Und das bemühen wir uns auch in unserer Gebetsgemeinschaft. Wir haben 4 oder 5 Filme gemacht, eben aus diesem Anliegen, dass wir Christus auch mit den modernen Massenmedien verkünden. Da haben wir auch eine Zeitschrift. Ein Erlebnis ist in Erinnerung geblieben. Meine Eltern wollten keinen Tannenbaum aufstellen, keinen Christbaum aufstellen. Und da habe ich mich auf den Weg gemacht und habe gesagt, ich werde einen Christbaum bringen. Und da bin ich so als 7-, 8-Jähriger bin ich weit gegangen, bis ich einen ordentlichen gefunden habe. Ich habe all mein Geld ausgegeben. Der Schaffner hat mich umsonst fahren lassen. Und dann bin ich bis Hitzing gekommen, Hitzing am Platz. Und dort habe ich dann irgendwo meine Leute verständigt, dass sie mich abholen, weil mit dieser großen, war ein relativ großer Baum und ich so ein kleiner Wurzel. Also da haben sie mich dann abgeholt. Also auf das bin ich heute noch stolz, dass ich da so energisch war und selber einen Christbaum verschafft habe. Bravo. Pater Benno, was ist dein Lieblingsbuch? Ja, das kann ich sagen, weil ich mich jeden Tag damit beschäftige, die Bibel. Dass ich die Bibel, wie gesagt, ich versuche auch, dass das nicht nur, dass ich das lese irgendwie, sondern dass ich über die Texte, besonders vom Sonntag, mit Jesus ins Gespräch komme, nicht? Denn wir sagen Wort des lebendigen Gottes. Es ist ein lebendiges Wort, nicht nur ein Buchstabe gedruckt, sondern dahinter steht Jesus, der uns durch dieses Wort ansprechen möchte und natürlich von uns eine Antwort haben möchte. Nicht nur in Worten, sondern auch in Taten. Pater Benno, hast du auch Sport gemacht? Ich habe sehr viel in meiner Jugend Fußball gespielt, also das war meine Leidenschaft, kann ich sagen. Ich habe nur einen Fehler begangen, mit meinem Freund auch
dass wir keinen Trainer gehabt haben, der uns auf das Wesentliche aufmerksam gemacht hat. Nämlich, dass man auch lernt, den Ball zu stoppen. Und wie wir zu einem Verein gegangen sind und dort uns anmelden wollen, hat uns der den Ball zugeschupft und hat stoppt einmal. Das haben wir nicht können. Da hat er gesagt, ihr könnt euch bei uns vergnügen, aber natürlich für eine Kampfmannschaft oder sowas oder Jugendmannschaft waren wir ungeeignet. Pater Benno, was bedeutet unsere Franziskanerhabit für dich? Ja, da muss ich ganz nüchtern sein. Es ist zunächst einmal sehr bequem. Ich habe nie Modesorgen, was ich jetzt anziehe und so weiter, und ich muss sagen, ich habe also eigentlich mit dem Habit keine schlechten Erfahrungen gemacht. Vielleicht haben manchmal mal gelächelt, oh mein Gott, das ist ja nichts Besonderes. Aber wie gesagt, es ist einfach und natürlich, es ist für mich schon auch ein Zeichen, dass ich eben Franziskaner bin. Und unser Habit ist ja sehr praktisch, die Farbe ist so, dass man nicht jeden Fleck sieht gleich. Also ich trage den Habit sehr gern, muss ich sagen. Aber ich möchte daraus nicht einen Zwang machen für andere. Es wäre natürlich schön, wenn man mehr Franziskaner sehen würde, dass man weiß, es gibt noch Ordensleute. Sehr schön. Ja. Pater Benno, was magst du einfach in den Franziskaner sein? Ja, da möchte ich sagen, Franziskaner scheint mir, das ist meine ganz persönliche Meinung, ich möchte das nicht allgemein sagen, aber ist doch die Liebe zum Wort Gottes, um es verständlich, volkstümlich an die Menschen weiterzugeben. Schon auch wichtige Fragen anzusprechen, aber so, dass sie die Menschen verstehen, nachzudenken über Fragen, die die Menschen haben und ihnen versuchen, eine Antwort zu geben, auch aufgrund der Bibel. Sehr schön. Pater Benno, was gibt dir Kraft? Kraft gibt mir sicher das Gebet, die Verbindung mit Jesus, wo ich ihn auch manchmal, eben wenn ich sozusagen down bin, dass ich dann um Kraft bitte, dass er mir auch Freude wiedergibt. Ich versuche auch, weil das gerade ein Artikel für unsere Zeitschrift ist, auch die Hoffnung in solchen Situationen wachzurufen. Herr, gib mir Hoffnung auf die Zukunft bei dir. Sehr schön. Pater Benno, du bist immer mit deinem Habit, dieser Kutte, unterwegs. Ja? Ja. Hast du etwas Schlechtes auf der Straße erlebt? Eigentlich muss ich sagen, nichts Wesentliches. Einmal kann ich mich erinnern, dass einer ausgespuckt hat, ja, ich glaube schon, das war bewusst eine Provokation. Aber sonst muss ich eigentlich sagen, vielleicht hängt das mit meiner Kleinheit zusammen, dass mich die Leute verschont haben. Sie haben natürlich gelächelt über mich, ja, das schon, aber dass sie mich direkt angepöbelt haben, nein, das ist mir Gott sei Dank nicht widerfahren. Ein junger Mensch hat mich einmal gefragt, was ist der Sinn meines Lebens? Ich habe ihm damals etwa so geantwortet und das würde ich auch heute sagen. Du willst deinen Beruf anstreben, dann gibt dieser Beruf deinem Leben einen Sinn. Ich bete auch immer wieder darum, dass junge Menschen einen Beruf bekommen. Das Zweite ist, du willst eine Familie gründen, dann gibt diese Familie deinem Leben Sinn. Aber das Dritte, last but not least, dein Glaube. Er gibt dir Kraft für dein Leben, wenn du betest, und er gibt dir eine Zukunftsperspektive, verheißt dir eine große Zukunft. Pater Benno, was ist eigentlich Gebet für dich? Also die wichtigste Form des Gebetes ist die Betrachtung des Wortes Gottes für mich. Also dass man versucht, mit Jesus ins Gespräch zu kommen. Er spricht uns ja an, auch wenn das vom Apostel Paulus überliefert ist. Er spricht uns an und wir versuchen darauf eine Antwort zu geben. Und vor allem wichtig ist, wir sollen nicht nur hören, sondern auch gehorchen. Dann was tun, das ist wichtig. Das Professor Beilner sagt das immer wieder, aufs Tun kommt es an. Nächstenliebe.
Pater Benno, was ist deine Lieblingsspeise? Meine Lieblingsspeise, das kann ich eigentlich nicht sagen. Ich esse alles, was gut gekocht ist, das esse ich gern. Aber auch wenn es nicht gut gekocht war, ich bin ja doch groß geworden im Krieg und da war es natürlich nicht immer so, so eine Spitzenkost. Aber jedenfalls muss ich sagen, dass wir hier ja auch eine sehr gute Küche haben. Ich esse alles gern. Natürlich gibt es, manche Mehlspeisen, ein Kaiserschmarrn oder sowas, das ist besonders, vielleicht was Besonderes, oder ein Wienerschnitzel. Aber sonst muss ich sagen, bin ich also sehr zufrieden mit dem Essen. Heute Abend gehen wir zu McDonald's. Das ist ja nicht möglich.